Hi Leute, willkommen bei Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und bei mir dreht sich alles um den Labwaffenbau. So Leute, ich habe hier in einem meiner letzten Videos die Elektrik gebaut für eine Fackel. Ja, jetzt wollen wir natürlich dazu auch die Fackel bauen. Wie das geht, beziehungsweise ich das mache, zeige ich euch jetzt im Video. Also bleibt dabei. Dann geht's mal los mit dem Bau, Leute. Und zwar brauchen wir für den Anfang einen Kernstab. Habe ich einen ganz normalen Waffenkernstab für genommen. Habe dann auf 60 cm Länge gesägt. War ein Meter Kernstab. 60 cm plus die Aufbauten, die nachher noch draufkommen, ergibt eine gute Länge. Soll ja auch nicht zu lang werden, aber auch nicht zu kurz. So, dann fangen wir erstmal an mit dem Spitzenschutz auf beiden Seiten. Gehen wir hin. Ich nehme jetzt ein Reststück 10er Matte und ein Stück Kernstab. Habe mir eine gerade Kante gesucht, beziehungsweise vorher schon eine geschnitten. So, dann gehen wir hin, machen dann 2 Stücken, indem wir den Kernstab dann quasi drauflegen, so wie er dann nachher auch ist. Ja. So, gehen wir hin, schneiden das Ganze ab. Jetzt haben wir 2 Teile. Ja. Gehen wir hin mit dem Heißkleber oder halt Pattex, könnt ihr euch aussuchen, je nachdem was ihr machen wollt. So, kleben das auf beide Seiten an, aber erstmal machen wir die eine, ein bisschen Kleber glätten. So, das Ganze vernünftig ist. Lasse dann einen Moment trocknen und dann gehen wir hin. Ich habe da 2 Stück Leder genommen. Machen wir einfach eine Wickelsicherung. Und zwar haben wir dann an einer Seite, kann man breiter machen oder nicht halt ganz so breit. Ich mache immer so halb ungefähr. So, klebt das Ganze dann an einer Seite schon mal drauf, dass das fixiert ist. Ja. Lass das Ganze antrocknen. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite auch. Wieder hin. Ordentlichen Flex Kleber drauf. Angepackt, ein bisschen wieder geglättet. So. Dann gehen wir wieder hin, macht da ungefähr eine Aurenmaß. Ihr seht hier ungefähr, wenn ihr nicht so genau wisst, legt da einfach das Stück Leder so ein bisschen davor, macht ungefähr so die Mitte. Dann wisst ihr ja, wie viel ihr da kleben müsst. Könnt auch Linien machen, also das ist euch überlassen, wie gesagt. Die Videos sind nur zur Inspiration, wie man sowas bauen kann. Dann legt er dann auch wieder eine Seite drauf. Das lasst er dann auch wieder kurz antrocknen. Das ist quasi, auf der anderen Seite kann ich jetzt schon weitermachen. Im Endeffekt geht er einfach mit dem Lederstück einmal komplett rund. So. Wenn sich irgendwo noch nicht so ganz, dann können wir nochmal, das klappt alles wunderbar mit dem Heißkleber. Wenn sich da doch noch was gelöst hat, passiert immer mal wieder, wenn das so wegklappt. Aber das ist nicht schlimm. Geht einfach nochmal drüber und dann passt das schon. So, dann einmal komplett so. Am besten immer so, immer 1 oder 2 Seiten nur, je nachdem, wie sicher ihr euch bei sowas seid. Wie gesagt, immer auf die Finger aufpassen. Das könnte ein bisschen heiß an den Finger werden. So, jetzt haben wir das Ding schon fast komplett rund. Gehen wir hin, machen noch das letzte Stück. Und kleben ein bisschen so, naja, eigentlich so die ganze Breite nochmal oben drüber, dass das quasi überlappt. Ja. Gut andrücken, aufpassen, dass euch der Finger nicht verbrennt. Und das lasst ihr dann so mal trocknen. Das haben wir dann auf der anderen Seite auch so. Wie gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein ganz normaler Spitzenschutz zum Wickeln. Weiß ja nicht, ob es da wirklich eine Bezeichnung für gibt. Ich nenne den jetzt einfach mal so. So. Nehme ich meistens, also die Art nehme ich im Normalfall für runde Wicklungen oder Waffen, die halt einen runden Griff, Stab oder naja, alles was irgendwie rund ist. Dafür nehme ich dann diese Art von Spitzenschutz. So.
Ganze dann ein bisschen antrocknen lassen. Am besten ein bisschen länger, weil ihr müsst ein bisschen was wegschneiden. Und wenn der Kleber noch nicht so wirklich trocken ist, habt ihr den ganzen Scheiß an der Klinge dran. Das ist dann noch nicht so schön. Dann geht ihr hin, schneidet hier quasi das Überlappende ab, ruhig ein bisschen großzügiger. Ja. Quasi, dass ihr hier noch so ein bisschen was weggeschnitten habt. Und dann geht er dann drüber, damit das Ganze sich nicht löst. Macht dann nochmal so einen Klatsch drüber. Ich hoffe, das kann man so gut erkennen. Ne? Dann ist das, dass das sich nicht mehr aufwursteln kann. Macht er auf der anderen Seite auch. Dann ist der Spitzenschutz eigentlich schon mal so fertig. Dann können wir schon eigentlich so gut wie mit dem Wickeln anfangen. Oder da erkläre ich euch dann gleich. So, hier auf der Seite dann auch nochmal. Damit wäre dann quasi der Spitzenschutz auf beiden Seiten fertig. Aber das hier ist noch ein bisschen lang. Da können wir nachher auch noch später nochmal was abschneiden. Das seht ihr dann. Ich schneide dann erstmal so 1-2 cm über dem Leder ab. Das ist nachher beim Kleben dann, naja, ich sag jetzt mal angenehmer. Weil ich immer am Ende wieder sowieso was abschneiden muss. Weil das nicht so ganz plan ist. So, dann brauchen wir dann quasi 6 mm Matte auf der Länge. Das messt ihr dann aus, aber das zeige ich euch dann gleich. Ja? Dann geht es dann gleich weiter. So Leute, es geht weiter, nachdem wir die Spitzen gesichert haben. Sieht gut aus. Habe ich mir ein Stück 5 bzw. 6 mm Matte genommen. Natürlich Waffenschaum, also Waffenschaumstoff. Habe schon mal mit einem Maßband, können auch einen Zollstock nehmen, beziehungsweise habe es erstmal aufgelegt für die Länge, hier eine Linie gemacht. Und dann habe ich quasi, also es hängt davon ab, wie dick ihr das machen wollt, für das Wickeln halt, wie lang dieses Stück hier sein soll. Also quasi das hier. Da habe ich jetzt mal genommen, so ungefähr 23 cm. Also so zwischen 20 und 25 ist eine gute Dicke, dass man gut greifen kann. Habe jetzt mal 23 genommen. Schauen wir mal. So, dann gehen wir hin. Ja, haben wir natürlich wieder kein Brett hier liegen. Wie jedes Mal. Scheiß Vorbereitung, muss ich sagen. So, dann gehen wir hin. Nehmen ein Cuttermesser. Schneide das Ganze erstmal zurecht. So. Haben wir nämlich quasi schon mal das, was wir aufkleben wollen, in der richtigen Größe. Dann wabbelt und schwabbelt da nichts mehr rum. Auf jeden Fall nicht mehr so wirklich viel. Werfen wir auf Seite. So, wir kleben auch erstmal auf Seite. Das brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Eigentlich erstmal eine ganze Weile nicht. So. Pass auf, Leute. Dann gehen wir hin. Wir fangen an einer Seite an zu kleben. Können wir euch dann aussuchen, welche. Mache ich jetzt wieder mit Heißkleber. Das letzte Stück machen wir dann mit Pattex, aber das zeige ich euch dann. Ihr könnt auch alles komplett mit Pattex machen. Dann würde ich euch empfehlen, dass ihr dann quasi die Kernstabbbreite hier eine Linie macht, also mit Kugelschreiber. Dann könnt ihr das dann auf einer Seite hier kleben, also quasi ganze Länge. Dann hier dann quasi, dass ihr das dann so draufsetzt und dann das festdrückt und dann halt weitermacht, immer so. Ich mache immer seitenweise. Später kann man dann auch ein bisschen mehr, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Dann gehe ich erstmal hin. Ich mache es jetzt mal auch mit dem Heißkleber so. Muss ich jetzt eigentlich nicht. Mache ich jetzt aber noch so ein kleiner Tipp am Rande. Passt immer ein bisschen auf, wenn ihr die Kernstäbe anfasst. Ihr habt ziemlich viel so feine Splitter in den Fingern. Das ist immer sehr unangenehm und dauert auch eine ganze Weile, bis er wieder weg hat. So, passt auf. Damit es einfacher geht, mache ich jetzt mal so. Ich fange jetzt hier erstmal an einer Seite ein bisschen an. Dass wir einen Anfang haben. Und dann kleben wir das Ganze hier so halbwegs bündig drauf. Natürlich nicht halbwegs, sondern richtig bündig. Und dann drücken wir erstmal. So.
Ja. Ich hoffe, das kann man so sehen. Dann lasst ihr das Ganze ein bisschen trocknen. Und das macht er dann quasi hier so auf der kompletten Länge. Immer so ein Stück, nicht zu viel. Von dem Heißkleber auch genug drauf. Können wir damit der Spitze ein bisschen gleichmäßig verteilen, dass das nicht überall rausquillt. Dann wieder ein Stück machen, gucken, dass das gerade ist und dann wieder andrücken. Dann wieder ein bisschen antrocknen lassen und das macht er dann quasi, bis ihr das ganze Ding hier durch habt. Das funktioniert auch bei anderen Haltwaffen, wo ihr halt was wickeln müsst. Es gibt ja viele Waffen, wo ein Holzstiel ist, dann macht er das dann auch so. Im Endeffekt will ich ja auch einen Holzstiel bauen, wo dann quasi oben noch so ein Metallkorb drauf kommt, wo dann die Elektrik reinhört. Und dann halt unten noch ein bisschen Griff mit ein bisschen Leder, dass das was schick aussieht. Aber das seht ihr ja dann gleich. So, machen wir weiter. Ein bisschen gucken, dass das auch sich nicht löst. Bei einer größeren Düse bei der Heißklebepistole kann man natürlich auch mehr und schneller auftragen. Dann kann man das prinzipiell, kannst du das auch in einem Schritt durchkleben. Das geht natürlich auch, aber das hängt halt von ab, was du für eine Heißklebepistole benutzt. Es gibt ja auch die mit einer relativ dünnen Düse. Ich habe mir jetzt so eine geholt. Keine Ahnung, ob das jetzt was Spezielleres ist. Ganz normal im Baumarkt gekauft. Die alten, die hatten so eine gelbe Spitze, die war ziemlich dünn, wo der Kleber rauskam. Und die ist jetzt, naja, relativ breit, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall kommt ziemlich viel auf einmal raus. Das ist schon praktisch. So, dann haben wir quasi das Ganze schon mal so verklebt. Hat aber nicht überall gehalten, sehe ich gerade. Müssen wir an den Stellen nochmal nachkleben. Bisschen dicker rein, kann auch ruhig dann an den Stellen ein bisschen rausmatschen, ist jetzt nicht schlimm. Können wir dann auch noch so ein bisschen halten. Das ist nicht schlecht, bis das dann so angetrocknet ist. Passiert mir auch immer mal wieder, wie ihr seht. Also das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Wie gesagt, einfach nochmal was Kleber rein dazwischen und dann halt, wenn es nicht so Dreck gehalten hat, einfach mit dem Fingern ein bisschen andrücken. Aber wie gesagt, passt auf, nicht in den heißen Heißkleber reinpacken, das kann ziemlich wehtun. Im Endeffekt habt ihr dann nachher der Haut runter, wenn ihr Pech habt. Wenn ihr nur so ein bisschen habt, ihr halt durch den Finger ein bisschen verbrannt und habt eine Brandblase. Das habe ich auch des Öfteren. So. Das sollte jetzt eigentlich gut sein. Ja, der Rest hat alles gut geklappt. Ja, sieht gut aus. So, dann gehe ich immer noch mal hin. Dann habt ihr ja hier diese Kante. Da gehe ich dann immer noch mal hin und klebe da noch mal so ein bisschen drüber, dass das sich noch ein bisschen verbindet. Damit könnt ihr nämlich auch zum Beispiel, wenn ihr mit der Spitze das dann warm macht, könnt ihr den Kleber noch so ein bisschen verteilen. Das ist meistens ja nicht mehr so schlecht. Dann ist er doch richtig gut verbunden. Aber da müsst ihr halt ein bisschen gucken, wie ihr das hinkriegt. Wie gesagt, sind nur Tipps, so wie ich es mache. Wenn ihr das anders machen wollt oder könnt, dann ist das auch gut. So. Das geht auch relativ schnell. Zumal ich das auch mache, wenn ihr dann quasi dann später einmal so rumwickelt. Das Ding. Das seht ihr ja dann gleich, damit sich da nichts löst. Weil gerade am Anfang passiert das schon mal gerne, wenn es nicht so gut verklebt ist, dass die Matte sich wieder löst. Also durch den Zug, der dann quasi durch das Rollen da drauf ist. Und das versuche ich dann halt immer dadurch, dass ich halt hier so am Kleben bin, zu verhindern. So. Und kommt noch gleich auch noch was dazu. Das seht ihr dann, damit das alles ein bisschen runder wird. Ich gehe jetzt auch noch mal hier so in die Ecke rein und klebe noch ein bisschen. Das ist quasi immer alles so, ich sag jetzt mal, die Fugen kleben, damit das Ganze nachher auch gut hält. Weil
Gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann am Kleben ist und irgendwann feststellt, dass der Kernstab irgendwie nicht so richtig an dem Ganzen hält. Dann müsst ihr den ganzen Mist nämlich wieder runter machen und die Matten meistens dann auch wegwerfen. Naja, nicht meistens, eigentlich dann immer. Habe ich auch ab und zu schon mal, deshalb versuche ich das immer durch so Sachen halt zu vermeiden. Wie gesagt, ein bisschen, hoffentlich kann man so gut sehen, also hier noch ein bisschen rein. Dann gehe ich hin, das Ganze, den Kernstab rolle ich dann quasi in die Richtung. Und nehme dann wieder einen Kugelschreiber, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Ich mache das jetzt für euch so quasi, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Ein bisschen Augenmaß geht das auch ohne. Und dann macht er dann quasi hier wieder Heißkleber. Jetzt in dem Fall können wir hingehen und machen dann so halb und dann nochmal die Hälfte, dann sind wir da relativ schnell durch. Und das macht er dann, bis es fast rum ist. So, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das ganze Ding fertig ist. So Leute, wir sind jetzt circa 3/4 rum. Das Ganze hat auch gut geklappt, würde ich sagen. Also noch nicht ganz an allen Stellen. Und das machen wir dann gleich nochmal. So, passt auf. Dann gehen wir hin. Schneiden hier so wieder mal auf 45 Grad so eine leichte Kante rein. Das ist dann quasi, wenn wir nachher nämlich das Ganze wickeln, damit das runder wird. Sonst habt ihr nämlich an der Stelle so eine leicht eckige Form. Das sieht ja nicht so schön aus, deshalb so ein bisschen, so nur so ein paar Millimeter. Muss auch nicht so ganz genau sein, das ist halt nur, damit die Kante quasi weg ist. Ja. So. Ja, ich hoffe, das sieht man so. Ja. Dann geht er wieder hin. Klappt das Ganze nochmal so einmal rum. Und dann haben wir quasi die erste Wicklung schon fertig. Ich mache jetzt nochmal eine Linie. Ja. Muss nicht immer so ganz 100%ig gerade sein. Ja. Und dann gehe ich da nochmal drüber. Habe die jetzt auch ein bisschen mehr gemacht, weil ich will direkt diese Kante hier mitkleben. Ich hoffe, das sieht man. Dann schauen wir mal. So. Beim Heißkleber ist immer so ein bisschen, dass man sich ein bisschen beeilen muss. Am besten ist immer, wenn er dann eine größere Fläche klebt, vorher noch so ein bisschen heiß werden lassen, damit das dann gut flutscht. So, dann geht er hin, macht das Ganze, rollt das nochmal und dann halt noch ein bisschen mehr. Wir können auch ruhig ein bisschen, so 1-2 Rollen machen. Da drückt das Ganze dann ein bisschen besser und gleichmäßig an. Dann immer noch so ein bisschen nachdrücken, dann haltet er das Ganze so ein paar Minuten, ne, bis er denkt, das ist trocken. Wie gesagt, das ist so, je nachdem wie dick ihr das aufgetragen habt. Wenn dann relativ dick drauf, dauert das halt was länger, bis er kalt geworden ist und hält. Aber da wird er dann auch mit der Zeit, wenn er öfters mal was gebaut hat, auch ein Gefühl für kriegen. Oder wie gesagt, macht es mit Pattex. Klappt dann nach demselben Prinzip. Dann immer so schrittchenweise rollen. Dann trocknen lassen, dann wieder rollen, bis ihr dann soweit durch seid. Das Teil, das werden wir auch nicht komplett mit Heißkleber machen. Wir gehen dann quasi so, ich sag jetzt mal, so die letzten 3, 4, 5 cm machen wir mit Pattex. Das hat dann quasi den Grund, dass man das dann nachher besser schneiden kann an der Kante. Hat keine harte Kante, wie dann teilweise beim, naja eigentlich nicht teilweise, das ist beim Heißkleber so. Also keine Waffenklingen damit machen. Ihr habt dann so eine etwas härtere Kante, das ist nicht so schön. Deshalb mache ich halt das letzte Stück dann mit Pattex. Und das ist dann auch angenehmer dann noch zu bearbeiten, wenn ihr dann an der Stelle noch was schmürgeln müsst. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, das ist dann soweit fertig. So sieht das jetzt aus. Ja, und das macht er dann quasi so ungefähr so bis hier.
Pi mal Daumen. Dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir soweit sind. Ja? So Leute, das Ganze ist jetzt erstmal soweit fertig an der Stelle. Das habe ich jetzt mit Heißkleber gemacht. Den Rest machen wir jetzt mit Pattex. Ist jetzt nicht so 100%ig gerade geworden. Aber das untere Stück nehmen wir als Griff. Da ist das auch nicht schlimm, dass das ein bisschen dünner ist. Da kommt sowieso dann nachher noch, je nachdem, Bleiband rum und Leder. Dann gehe ich jetzt hin, mache das Ganze hier so immer dran und mache dann eine Linie, damit ich ungefähr weiß, wie weit ich den Pattex drauf schmieren muss. Können dann nachher auch ein bisschen über die Linie dann drüber machen, weil das ist nicht schlimm. Das muss ich ja nachher sowieso dann wieder wegschleifen. Das seht ihr ja dann nachher im Video, wie das dann gemacht wird. Sieht jetzt alles ein bisschen schief und krumm aus, wenn ihr jetzt die Linien hier so seht. Ja? Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann gehen wir hin, nehmen uns den Pattex. Ja. Vorher natürlich wieder eine Unterlage drunter. Wie gesagt, saut immer ziemlich rum. Dann nehmen wir einen ordentlichen, jetzt haben wir schon da drauf, naja, ist nicht schlimm. Und dann tun wir das dann auf beiden Seiten verteilen. Ein bisschen mehr. Wie gesagt, kann ruhig ein paar Millimeter über die Linie sein. Das wird sowieso nachher geschliffen. Da sieht man dann nichts mehr von. So, ordentlich verteilen. Vor allen Dingen immer gucken, dass er möglichst in die Ritze unten reinkommt. Also in die, wie auch immer. Naja, ihr seht ja, was ich meine. So. Immer gut drauf. Da könnt ihr dann auch so einen kompletten durchgehen. Da müsst ihr dann ja sowieso insgesamt, also komplett zusammendrücken. Also erstmal so grob und dann nachher so richtig. Aber das geht eigentlich ganz flott. Wie gesagt, wenn ein bisschen rumsaut, dass da was über ist, nicht schlimm. Wir müssen nachher noch schleifen. So, ein bisschen mehr drüber. Ich hoffe, dass man das so gut sehen kann. Das ist für euch wahrscheinlich besser zu sehen wie für mich aus dem Winkel. Aber ihr sollt ja auch sehen, wie das funktioniert. So. Macht erstmal so. Auf die ganze Länge. Und die andere Seite noch. Wie gesagt, immer schön in die Ritze damit rein. Damit ihr dann nicht da irgendwie so eine lose Ecke habt. Könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr rein tun. Das ist jetzt nicht so schlimm. So ein bisschen mehr wie zu wenig. Ein bisschen nachstreichen, hat er doch wirklich da rein hier in die Ritze. So. Noch ein bisschen breiter machen. Wie gesagt, kann ruhig ein bisschen mehr sein wie die Linie. Wird weggeschliffen. Wenn wir das Ding hier auch rund haben wollen, machen wir dann noch die Rundung rein. Deshalb mache ich das jetzt auch hier mit Pattex. Weil das lässt sich dann wesentlich einfacher nachher wegschleifen wie mit Heißkleber. Und wie gesagt, ihr habt dann nachher so eine harte Kante. Könnt ihr machen bei Sachen, wo halt keine Klinge ist oder so. Ja, also so wie ich bei dem Booklet zum Beispiel, so mit den Aufbauteilen. Aber das seht ihr dann nachher, wie ich das auch bei anderen Sachen hier mache. Zum Beispiel nachher für den Kopf der Fackel und so weiter, kann man das dann auch sehen. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze dann angetrocknet ist. Also bis gleich. So Leute, das Ganze ist jetzt soweit angetrocknet. Ja, weitgehend, nicht alles, aber so ganz okay. Merkt ihr halt, wenn es sich trocken anfühlt und dann immer für den Finger kleben bleibt. Also an dem bisschen, wo ein bisschen dicker ist, ist noch ein ganz minimal, aber das reicht schon mal. So, dann geht er hin und fangt dann an einer Seite an, das erstmal so ein bisschen beizudrücken. Ja, auch das kann man gut sehen. Und dann halt die obere. So. Das macht dann so ein bisschen ein paar Mal. Ein bisschen dabei das Teil drehen. Damit er da doch wirklich überall erwischt. So. Ja.
kann man so gut sehen. So sieht das dann aus. Wie gesagt, hier, das ist nicht schlimm, weil die Kante hier wird dann später weggemacht. Nehmen wir das dann wegschneiden und schleifen, aber das zeige ich euch dann gleich, wenn das dann trocken ist. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, bis gleich. So Leute, es geht weiter. Ich habe jetzt ein paar Sachen schon vorbereitet, so ein wenig. So, wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben ja jetzt quasi hier noch diese Klebekante. Die schneiden wir dann erstmal weg. So ein bisschen angeschrägt. Damit wir das Ganze dann nachher rund kriegen. Ja. Passt auf, dass er nicht so viel wegschneidet. Man kann natürlich dann auch. Ja. Andere Seite. Hätte ich vielleicht vorher das Messer noch ein bisschen schleifen sollen. So. Ein bisschen. Wie gesagt, guckt, dass er nicht so viel wegschneidet. Die ist wirklich jetzt stumpf. Schmeiß mal auf Seite. So, dann gehen wir hin. Nehmen wir uns Schmirgelpapier. Können wir wieder irgendwie einen Klotz oder ich nehme halt diese Schublade. Und da wieder so 240er, 180er, je nachdem. Aber nicht zu grob oder nicht zu fein. So, dann geht er hin und schmirgelt das Ganze erstmal rund. Dann sehen wir uns dann, wenn ich damit jetzt mit dem Schmirgeln fertig bin. So Leute, das Ganze ist jetzt so halbwegs rund, muss jetzt nicht so 100%ig sein, man könnte hier noch ein bisschen mehr schleifen, aber das ist bei mir jetzt gewollt für die Fackel. Das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus, kann man so lassen, vom Griff ist auch okay, könnte für kleinere Hände vielleicht ein bisschen dünner werden, aber ich habe sowieso etwas kleine Hände, also passt das schon. So, dann gehen wir mal hin, ihr habt ja am Anfang gesehen, dass ich von dem Spitzenschutz noch ein bisschen was überstehen lassen habe. Und zwar aus dem Grund, hier ist das nicht so ganz eben. Dann gehe ich hin und schneide das Ganze erstmal so ein Stück. Wie ihr seht, jetzt wird das hier schon mal besser. Das mache ich dann quasi, bis das Leder anfängt. Immer so 5 mm Scheiben. Wie ihr seht, jetzt ist hier das Leder. Das ist dann schon mal gut. Ein bisschen gerade noch schleifen, wenn er nicht so 100%ig gerade geschnitten hat. So, dann habt ihr das quasi hier. Da kann man dann auf der anderen Seite dasselbe. Schneiden wir auch weg. Ja. Dann mal gucken, dass er dann versucht, das halbwegs gerade zu schneiden. Jetzt müsst ihr nachher zu viel schleifen. So, wie ihr seht, dann auch wieder so ein bisschen, ne? Dann gehen wir auch noch mal ein bisschen drüber. So, dann sieht das schon mal gut aus. So, dann gehen wir hin. Gucken, dass wir noch irgendwelche Reststücke nehmen. In dem Fall nehme ich das hier mal. Schneid das so ungefähr. Ihr guckt am besten so von der, so, machen wir dann ein Stück, 2, ruhig ein bisschen großzügig lassen und dann klemmen wir dann gleich die Sachen hier drunter, also quasi so, ja, nochmal zusätzlich. So Leute, wir haben ja jetzt das Ganze geschliffen, ja. Dann machen wir schon mal die Heißklebepistole an, damit wir das dann gleich weitermachen können. Habe dann schon mal so ein paar Sachen vorbereitet, und zwar die Fackel, die braucht ja noch einen Korb.
Vorhin habe ich einen kleinen Denkfehler gemacht. Wir brauchen nur einen Teil davon. Zwar sie für eine Seite. Und oben kommt der Teil drauf. Habe ich quasi, das muss ja ein bisschen größer sein, so eine Klebebandrolle, allerdings jetzt nicht die, sondern eine, die was größer bzw. voller ist. Habe das Ganze dann quasi drauf und habe das dann abgeschnitten. Soweit schon mal zur Erklärung. Sehen wir auf Seite. Und zwar geht es darum, wie ihr seht, ist hier noch ein guter Rand. Da sind dann zum Beispiel, wenn ihr irgendwo einen Kernstab ausschneidet, die Reststücke behaltet die immer. Das kann man immer sehr gut gebrauchen. Bei dem Ding nehme ich jetzt den hier mal, weil der ist gleichmäßig geschnitten, warum auch immer. Und dann geht er quasi hin und fasst das Ganze einmal rundherum ein. Das hat dann quasi nachher den Sinn, dass das Ganze so ein bisschen eine Fassung hat. Ja? Und darauf werden wir dann auch den Korb aufbauen. Aber das zeige ich euch dann jetzt gleich, wenn die Heißpistole dann mal heiß ist. Kann im Moment dauern. Habt jetzt aber auch schon ein paar andere Sachen vorbereitet. Und zwar in der Zeit, wo wir dann das hier gleich machen, gehen wir hin. Gucken wir mal, welche Seite besser für den Griff ist. Die würde ich sagen. Dann gehen wir nämlich hin. Ich hatte noch ein Reststück. Ein Reststück noch vom Schneiden von der also von dem Wickeln. Habe dann so ein bisschen auf eine Länge geschnitten, die ich gut finde. Und wickeln das quasi dann hier noch einmal rund, dass das Ganze so ein bisschen dicker aussieht. Und auf das Dicke setzt man dann quasi nachher das Teil drauf. Aber das zeige ich euch dann jetzt gleich. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Heißklebepistole warm ist. Und dann geht es los mit dem Kleben. So Leute, die Heißklebepistole ist jetzt vorgeglüht. Gehen wir mal hin. Wir könnten das auch noch ein bisschen schleifen, aber in dem Fall will ich halt ein bisschen grober machen, weil das soll eine ziemlich alte, gammelige Fackel werden. Mache ich eigentlich meistens so. Dann geht er jetzt hin, nimmt das mit der ein bisschen höheren Kante und fängt dann irgendwo an einer Seite an und guckt, dass das dann quasi hier erstmal mit bündig ist. Wie gesagt, erstmal ein kleines Stück und dann arbeiten wir uns dann einmal rund. Und wenn wir dann einmal rund sind, haben wir schon mal den Rohbau quasi fertig. Das seht ihr dann jetzt gleich. Machen wir schon mal weiter. Das geht eigentlich auch relativ schnell. So. So ein bisschen, so ein paar Zentimeter, so 4, 5, 6 Zentimeter. Nicht so viel. Jetzt klappt das nämlich mit der Rundung nicht so gut. So, dann immer ein bisschen gucken. Dass das auch ganz gut ist. Wie gesagt, hängt jetzt halt auch immer davon ab, weil er dann dafür was eine Fackel bauen wollt. Das ist jetzt eigentlich, ich will so eine alte Fackel einfach jetzt quasi bauen, wie man so irgendwo im Dungeon quasi finden wird, wenn sie dann irgendwo an der Wand hängt und schon eine Weile da rumgammelt. Ja, das seht ihr dann auch später. Das Ganze wird ja dann auch noch so ein bisschen gestylt, sage ich jetzt mal. Dann geht er quasi hin für das Ende. Habt ihr ja jetzt hier so. Dann geht er mit dem Cutter hin und schneidet das hier so rund. Wie ihr seht, habt ihr dann hier so eine Schräge drin. Dann passt das nachher auch nämlich gut auf das Ganze drauf. So, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ein bisschen angetrocknet ist. Ein bisschen Kleber auf der Kante. Unten drauf. Dann geht er hin. So, dann habt ihr das quasi so. Sieht man kaum. Steht auch nicht über. Wenn es ein bisschen überstehen sollte, können wir noch ein bisschen reindrücken. Und dann ist das gut. Nachher noch ein bisschen, können wir quasi jetzt nachher rein, können wir dann nochmal hier so ein bisschen drüber schleifen. Weil durch den Heißkleber habt ihr sowieso hier noch so ein bisschen rausstehen. Das ist immer ein bisschen blöd, weil da hält das Flexipaint nicht so gut drauf. Da er das dann immer ein bisschen wegschleift und dann hält das auch gut. So, das ist dann quasi schon mal für die Fackel, wo die Elektrik reinkommt, quasi schon mal der Unterbau. Ne? So sieht das dann schon mal so aus. So, dann gehen wir jetzt hin.
Die Seite hat man ja gesagt. Ja, welche Seite war das jetzt? Die hier. Die nehmen wir als Griff. Also gehen wir jetzt hin, setzen dann unten den Klatsch Scheißkleber drauf oder halt Pattex, je nachdem, was er halt lieber benutzt. Zu Demonstrationszwecken nehme ich das jetzt als Heißkleber, das geht auch wesentlich schneller. Und wie gesagt, also jetzt hier an so Kanten, so wo man quasi mit zuschlägt, benutzt Pattex, das ist besser. Ne? Auch nachher zum Schleifen und alles. Heißkleber hat Vorteile, so bei kleineren Sachen, wo dann halt so Sachen angebaut werden, ist das alles super, nur halt für so Schlagkanten oder sowas, nimmt besser dann das letzte Stück Pattex. Ihr habt ja gesehen, wie ich das gemacht habe. So, dann lasst ihr das Ganze ein bisschen antrocknen und dann geht er quasi hin und schneidet das so in kleinen Dreiecken. Ich hoffe, das kann man so sehen. Und quasi, ihr nehmt dann hier so als Führung und schneidet dann immer so in kleinen Schritten einmal rund. So, dann habt ihr das schon so ziemlich in der Form, wie dann quasi auch der Stab ist. So, das ist jetzt der ganze Müll. Gucken wir mal hier nach vorne. Sieht jetzt nicht so ordentlich aus, aber das ist halt beim Bauen so. Ja, dann geht er hin, schmürgelt das quasi noch so ein bisschen bei. So, dann habt ihr das hier unten schon mal so ein bisschen abgerundet. So, dann kann man hingehen, je nachdem, was ihr haben wollt. Vielleicht machen wir da so einen kleinen Metallbeschlag. Was nehmen wir denn da am besten? So Leute, es geht jetzt weiter. Und zwar, ich habe mir das nochmal überlegt. Und zwar, ich zeige euch jetzt erstmal, wie man den Griff macht. Dafür habe ich aus 3 mm Matte so ein paar Stückchen vorbereitet. Wie ich gerade sehe, ist das alles ein bisschen schief geschnitten. Wir brauchen hier eine halbwegs gerade Kante. So, dann gehen wir hin, wo wir hier die Matte vorhin drauf gesetzt haben. Wir lassen ein bisschen Abstand. So, passt auf. Gehen wir hin, so ein bisschen den Anfang. Wie gesagt, Heißkleber relativ dünn drauf machen. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Dann sucht ihr euch eine Anfangsstelle. Damit könnt ihr zum Beispiel auch hier diese Klebekante ein bisschen kaschieren. Ne? So, gehen wir einmal rund. Quasi, dass das hier so anliegt. Dann geht er mit dem Kugelschreiber hin. Dann macht er auf beiden Seiten, wo diese, also quasi hier die Kante ist, macht er hier und da eine Linie. Das ist dann nachher, wenn er das dann abschneidet, so als Hilflinie, damit er das auch gerade macht. So, pass auf, dann gehe ich nochmal hin. Und zwar gehe ich dann hin und mache hier rundherum, wo die Matte ist, mit dem Kugelschreiber oder was auch immer, Füllstift oder benutzen wollt. Ich mache es halt immer im Kugelschreiber, mache dann eine Linie. Das ist noch nicht ganz rum gewesen. Das ist dann quasi, dann wisst ihr nämlich genau, wo ihr lang kleben müsst. Ihr könnt natürlich auch hingehen und das direkt auftragen, aber wenn ihr nicht so viel Übung habt, nehmt euch ein bisschen Hilfsmittel und macht es am besten so. Ja, dann tragt ihr das dann quasi so zwischen den 2 Linien hier auf. Nicht zu dick. Sonst quillt das an den Seiten raus. Dann müsst ihr das nämlich immer dann ein bisschen wegschneiden, wenn da was rauskommt. Und dann geht er so bis auf so 2-3 cm vor der Kante. Direkt schon mal andrücken, nicht zu lange warten. So, dann habt ihr das Ding quasi schon mal fast bis dran. So, jetzt habt ihr ja quasi diese 2 kleinen Linien. Dann nimmt er den Cutter, guckt, dass das ungefähr so über den Linien ist und macht dann einfach einen Schnitt. So, wie ihr seht, das passt soweit. Also nicht ganz. Ich glaube, ich habe ein bisschen schief geschnitten, aber das ist nicht schlimm, kann man korrigieren. Zumal die Matten, die Dreier sind auch noch so ein bisschen, die kann man dann noch so ein bisschen nachdrücken. Also ein bisschen Spielraum habt ihr da immer, wenn er halt nicht zu viel. Also guckt lieber, dass er zu wenig weggeschnitten hat, wie nachher zu viel. Zu viel ist immer schlecht. So, dann geht er hin
und drückt die zwei Kanten aneinander. Wie immer schön aufpassen bei Heißkleber, dass euch nicht die Pfoten verbrennt. Ja. So. So, das wird dann quasi schon mal unten das Teil. Dann guckt man ungefähr, dass das für die Hand eine gute Größe hat. Dann haben wir uns das zweite Teil. Das dritte brauchen wir dann für später noch. So, das hier nicht mehr. Macht da ungefähr, guckt, so, Pi mal Daumen. Das ist eine gute Höhe. So, für Leute mit großen Patschehändchen. So. Macht er erstmal nur so ein kleines Stück, ne? Was er anzeichnet. Geht er dann wieder hin. Macht dann erstmal wieder so ein paar Zentimeter von dem Ding, was da dran kleben wollt. In dem Fall halt diese 3 mm Matte. So. Das macht er dann erstmal wieder fest an der einen Seite und dann geht er wieder einmal rund. So. Dann wie unten, wieder dasselbe. Einmal mit Kugelschreiber drumherum gehen, auf beiden Seiten. So. Wie gesagt, das ist relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Dann kann man jetzt zum Beispiel hingehen. Ich mache das jetzt nicht mal hier drauf, sondern mache es dann auf die Dreiermatte direkt drauf. Das geht auch ganz gut. Ja, müsst ihr nur halt gucken, dass er nicht so weit drauf macht, sonst habt ihr nachher, seid ihr einmal zu weit rum. Lieber dann ein bisschen am Anfang, nicht ganz zu viel, dass ihr schon mal seht, wie weit es ist. So. Das Ganze hier auf der Seite ist noch ein bisschen schief, finde ich. Kann man noch ein bisschen gerader schneiden. So. So, dann gehen wir wieder hin, wie unten. Machen hier eine Linie und da eine Linie. Dann legen wir wieder quasi das Teil drüber. Gucken, dass das mit beiden Linien passt. Und schnipp. So, dann haben wir das wieder. Wieder hin. Macht er das letzte Stück. Macht am besten dann aber auf die gewickelte Matte und nicht auf die Dreiermatte. Also das ist besser halt für das Andrücken. So. Guckt, dass das übereinander kommt. So eine kleine Ritze ist meistens immer da, so minimal. Wenn es dann hier an den Kanten mal so ein bisschen übersteht, das kann man dann so ein paar Millimeter ein bisschen wegschneiden. Also kann man einige Sachen kann man beiarbeiten. Das geht eigentlich ganz gut. Das ist hier so zum Beispiel, das sieht man nachher, wenn die Farbe drauf ist, nicht mehr. So Leute, passt auf. Das ist jetzt quasi schon mal der Griff von der Fackel. Jetzt gehen wir hin. Das sieht ja alles noch nicht so toll aus. Wir haben ja diese Stücken von der Matte noch. Also wenn man Kernstab ausschneidet. Wie gesagt, immer behalten. Mit den Sachen kann man viel machen. Und zwar geht er hin, haltet den so ungefähr auf 45 Grad. Also hier, dass die Kante hier oben ist. Und dann, je nachdem wie groß das werden soll, macht das halt höher oder tiefer. Und dann schneidet ihr das Ganze auf der ganzen Länge, also je nachdem wie viel ihr davon braucht oder halt mehr, und schneidet das dann quasi runter. Passt nur immer schön auf, immer nur so stückchenweise. Dann schneidet ihr euch in die Finger, ja, das will keiner. Also immer schön vorsichtig und mit Gefühl. Nicht zu sehr durchziehen, auch wenn er meint, dass das dann schneller geht. Wenn ihr den Finger geschnitten habt, dann geht es nämlich nachher noch langsamer. Glaubt es mir, ist mir auch schon passiert. So. Bis jetzt sind zwar noch alle Finger dran, also ab und zu schneide ich mir auch schon mal an den Finger, wenn ich mal nicht aufpasse. Das ist dann meistens immer, wenn es zu hektisch wird. Immer schön Zeit lassen bei sowas. Lieber ein bisschen länger brauchen, wie nachher, dass das nichts wird oder man sich halt verletzt. So. So. Jetzt haben wir quasi das Teil. Jetzt zeige ich euch mal, was man damit machen kann. Und zwar gehen wir hin, machen das Ganze wieder an einer Seite so ein bisschen drauf. Damit können wir nämlich so ganz schöne Beschläge machen. So, wir gehen einmal ein bisschen rund. Zack. Haben
wir das Stück schon mal abgeschnitten, weil ich will das jetzt auf beiden Teilen machen. Jetzt gehen wir wieder hin, können wir natürlich da oder da, aber das, ich mache das jetzt mal einfach frei Hand, ohne dass da irgendwas, ein bisschen kann ich das ja. So, dann haben wir quasi, können wir hier so einen richtig schönen Beschlag drüber machen. Kann man auch nur auf einer Seite machen von dem Teil, also das ist halt Geschmackssache. Ich mache jetzt mal auf beiden, damit ihr mal seht, wie sowas halt aussieht, wenn man das macht. Die zwei Dinger, die kann man auch quasi mehr oder weniger nacheinander direkt kleben. Dann ist man dann nämlich mit beiden einmal rund. So. Dann können wir wieder hingehen. Machen so wieder bis auf kurz davor. Da hat man das kleben. Also wirklich nur so 1-2 cm dann lassen. Machen wir auf der anderen Seite auch. Nicht zu viel Heißkleber drauf, also schon was, aber nicht so viel. Wie gesagt, wenn er zu viel macht, dann quillt das immer an den Seiten raus. Und das Flexi-Paint, das macht das nicht so, also vom Haften her. So, dann legt er das Ganze wieder drüber. Guckt, bei dem kleinen Teil können wir das ja auch so sehen. Da braucht ihr keine Linien unbedingt zu machen. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nicht sicher seid. Dann habt ihr das quasi hier so abgeschnitten. Und dann wird das auch wieder verklebt. Macht er wieder dann so. Drückt das dran. So. Ja, das war ein bisschen noch heiß. Meine Finger haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Ja, und dann habt ihr dann quasi schon mal hier so eine Art Beschlag, ja, aus Metall. Da kann man dann nachher noch Verzierungen rein tun oder Nieten oder ihr lasst das einfach so. Aber das sieht so schon ein bisschen schicker aus. Das Ganze machen wir jetzt hier auch noch. Und dann setzt man dann quasi, fangen wir dann schon an, oben weiter zu arbeiten. Aber das, jetzt machen wir erstmal das hier. Statt dran habe, sehen wir uns. So Leute, das Ganze ist jetzt fertig vom Griff her. Ich hoffe, das sieht nicht schlecht aus. Kann man gebrauchen, denke ich mal. So, jetzt hier mal hin, damit das Ganze ein bisschen mehr Auflagefläche hat, damit das nachher auch gut hält. Gehen wir jetzt hin und nehmen das Stück, was ich vorhin schon vorbereitet habe. Das müsste eigentlich, also ein bisschen, ja, kann man nehmen. So, gehen wir hin. Oben machen wir dann gar nichts drauf, weil wir ja quasi nachher hier das Teil draufsetzen. Machen wir wieder einen Anfang. Kleben das Ganze. Diesmal mal direkt auf der Matte hier von dem Stiel. Wie gesagt, nicht so dick drauf machen. Können wir dann immer so ein bisschen verteilen und dann macht er erstmal so den Anfang. So. Das Ganze dann was antrocknen lassen. Immer schön ein bisschen drücken, aber vorsichtig immer beim Drücken sein, damit der Finger nicht in den Heißkleber reinkommt. Das kann echt ziemlich schmerzhaft werden. Naja, je nachdem, was ihr von Schmerzempfinden habt, mehr oder weniger halt. Ja. Aber schön ist es nicht. So. Jetzt gehen wir hin. Machen schon mal wie bei den anderen Sachen so einmal rund. Das brauchen wir jetzt aber diesmal halt nur unten machen. So, oben kommt ja nachher das Teil drauf. Das ist jetzt quasi auch nur so als Hilfe hier gedacht, damit ihr dann wisst, wie viel ihr kleben müsst. So, gehen wir hin. Machen das erstmal immer wieder so ein bisschen drauf und dann verteilen wir das, damit das halt nicht so dick ist. Ein bisschen, damit der
Seite von der Klebespitze arbeiten. Wie gesagt, muss nicht so besonders dick sein, hält auch so gut. Und dann geht er wieder hin, legt das Ganze erstmal wieder dran. Und das macht er dann immer so schrittweise, bis er einmal ganz rund seid. So, ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Ja, so. Haben wir jetzt wieder einen Schritt. Das geht auch relativ schnell. Wir müssen noch gucken, dass halt, wenn dann so Rundungen sind, die er dann klebt, dass er das immer noch so ein bisschen festhaltet. Das dauert so ein paar Minütchen, bis das dann richtig trocken ist. Also macht das nicht wie bei mir. Ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, immer so ein Stück festhalten, ein paar Minuten drücken. Und wenn er merkt, dass das trocken ist, macht dann erst weiter. Ja? So, passt auf. Dann gehe ich jetzt hin. Wir haben ja hier so eine harte Kante. Jetzt will ich aber so eine harte Kante ja nicht haben. Jetzt gehe ich hin und schneide hier so ungefähr im 45 Grad Winkel so ein Stück ein. Gehen wir hin. So. Mal schauen. Davon brauchen wir noch nicht so viel. Schneiden wir ein Stück ab. Zu Pi mal Augenmaß. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht so viel abgeschnitten habe. So, ja, das geht. So, dann geht er hin. Klebt das Ganze auch hier auf den Streifen, wo ihr quasi gerade das abgeschnitten habt. Mehr nicht. Und dann setzt er das quasi an das Teil an. So. Nicht wundern, so ab und zu ist das auch ein bisschen, dass das sich verzieht durchs Kleben. Dann müsst ihr halt nachher noch ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist alles halb so schlimm. Kann man alles ein bisschen noch kaschieren, wenn man nicht ganz so genau arbeitet. Nur wie gesagt, problematisch wird das immer, wenn er zu viel weggeschnitten hat. Das Ganze drückt er jetzt noch eine Weile dran. Das sollte auf jeden Fall dann trocken sein, wenn er aufhört drauf zu drücken. Das wollen wir nämlich gleich noch abschneiden. So. Ja, hätte man jetzt auch wieder mit Pateks machen können. In dem Fall mache ich jetzt mit Heißkleber, weil die Naht, das ist jetzt nichts, wo wirklich was passieren kann. So. Ja. Wie gesagt, dauert ein bisschen. Können wir natürlich in der Zwischenzeit dann auch schon mal mit was anderem anfangen. Das lassen wir jetzt mal hier so gehen. Ja. So. Und zwar gehen wir jetzt hin. Wir wollen ja hier für die Fackel den Korb machen. Dafür sind zum Beispiel auch wieder diese Stücken gut, die wir dann aus den Kernstäben, wenn wir was rausschneiden, nehmen. Aber in dem Fall wollen wir mal dann was anderes machen. Und zwar haben wir ja noch Mattenreste. Dann gehen wir mal hin, wenn ihr so ein Kernstabstück habt, oder halt auch nicht, müsst ihr halt gucken. Der eine hat es, wenn er schon mal was gebaut hat, der andere nicht. Wie gesagt, nie wegwerfen. Die Teile, die sind noch Gold wert. So, dann fangen wir nämlich an und tun dann auf so ein Stück 10er Matte, immer so Kernstabbreite, die Sachen hier aufmalen. Ich mache erstmal ein paar Stück, damit ihr schon mal seht, was ich meine. Ja. Das ist dann quasi für den Korb, das gibt er. Kann man natürlich auch feiner machen oder halt, ne? Also das ist dann euch überlassen. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nur, wie ich es mache. Wenn ihr euch selber da irgendwas so einfällt, ist das ja auch toll. Würde mich freuen, wenn ihr dann selber auch mal so irgendwas davon nachbaut. Mal schauen. So, dann geht er hin, schneidet quasi hier die ganzen Streifen alle zurecht. Natürlich nur die, die ihr braucht, den Rest können wir auf Seite tun. Von den Teilen können wir auch ruhig ein paar mehr machen, weil die braucht ihr nachher auch noch in kleineren Stücken für die Zwischengitterteile, sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennen soll vom Korb, aber das seht ihr ja dann gleich. So, pass auf. Dann gehen wir jetzt hin
brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir jetzt die Teile, ja. Das ist schon ein bisschen hoch, aber das kann man später noch beischneiden. Dann geht er erstmal hin, macht hier unten ein bisschen Kleber dran, das tut er raus, geht er hin. Je nachdem, wie groß ihr den Abstand von den Teilen haben wollt, müsst ihr halt schauen. Ja. Ich mache jetzt mal so Pi mal Ohrenmaß. So ungefähr die Entfernung, das sind jetzt so 3-4 cm. Hängt halt auch davon ab, wie groß der Korb ist, den ihr machen wollt. Vielleicht benutzt ihr hier eine andere Elektrik, die größer ist oder halt was kleiner ist. Ja. So. Keine Sorge, beim Heißkleben habt ihr auch immer so ein bisschen Fäden, aber das geht nachher, wenn ihr dann mit dem Heißluftföhn nochmal drüber geht das eigentlich ganz gut weg. Ansonsten ein bisschen von Hand wegfisseln. Aber das mache ich meistens immer erst, wenn ich dann mit dem Kleben fertig bin. So, dann haben wir das schon fast. Ja. 2 Stück, denke ich mal, noch müssten reichen. Hier ist ein bisschen schief. Und nicht wundern, wenn das so ein bisschen schief drauf sitzt, das ist nicht schlimm, das kann man dann nachher noch mal ein bisschen nacharbeiten, wenn man dann halt die Zwischenteile reinmacht. So. Ja. Ja. Okay, mit den Abständen hätte ich vielleicht ein bisschen gucken sollen, aber das ist schon okay. Das ist halt an einer Stelle nicht ganz so gut. So. Ja. So, der eine ist jetzt ein bisschen, ne? Aber so im Groben ist jetzt nicht so schlimm. Kann man halt so machen. Ich hätte das jetzt auch alles noch ausmessen können und tun, aber das geht jetzt erstmal darum, damit ihr wisst, wie sowas überhaupt geht. So, dann legen wir das erstmal auf Seite. Dann machen wir jetzt hier bei dem Teil weiter. Jetzt habt ihr hier ja noch so eine Kante überstehen. Das passt dann, geht am besten hier so ein bisschen schräg und zieht dann einmal so drüber. So. Seht ihr, dann habt ihr das hier so, dann noch einmal hier oben so ein bisschen, dann habt ihr nachher nicht so viel zum Schleifen. So. Und den Rest schleift ihr dann von Hand. Also ich mache meistens immer alles von Hand. Ich könnte das auch mit der Maschine machen, aber ich muss ehrlich sein, ich finde, mit Hand hat man halt ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze. So, dann gehen wir mal drüber. So, ich hoffe, das kann man jetzt so gut sehen. Das Ganze sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt kommt das dritte Stück, was ich vorhin gemacht habe zum Einsatz. Das waren ja 2 für die Griffe. Dann machen wir quasi zum Abschluss der Fackel, machen wir hier auch noch mal drüber. Na, da kann man dann nachher gucken, dass man da irgendwie noch ein paar Nieten oder so drauf hat. Oder das zeige ich euch dann. So, dann gehen wir wieder hin. Dann wieder so die ersten paar Zentimeter kleben. So. Halten das mit dem einen Finger oder Daumen so ein bisschen gedrückt, aber das hält schon. So, dann gehen wir wieder hin. Machen wir doch die Linie. Brauchen wir ja nach oben zu machen, weil die untere Linie ja quasi die Kante von der 5 bzw. 6 mm Matte ist, die man runterliegen hat. So, das Ganze ist aber nicht ganz gerade. Gehen wir hin. Ein ganz kleines bisschen auf Augenmaß, dass das gerade ist. So, dann haben wir hier wieder, dann machen wir hier eine Linie. Und da. Das hilft uns dann gleich wieder beim Abschneiden. Dass alles passt. Wie gesagt, ihr habt jetzt schon ein paar verschiedene Versionen gesehen, wie man das dann das Ende machen kann. Das hängt halt immer davon ab, was ihr da für Kanten machen wollt.
Ob das jetzt einfach nur so gerade ist oder dann halt so ein bisschen übergehen soll, dass das quasi von der Verklebung besser hält. Wenn das von der Verklebung besser halten soll, macht er quasi so, wie ich das hier gemacht habe. Also quasi auch wie vom Stiel selber. Nur hier an der Seite, wie gesagt, habe ich jetzt mit Heißkleber gemacht, statt mit Pattex, weil das hier nicht so wirklich eine Kante ist, wo da irgendwas passieren kann. So, dann geht er wieder hin, die 2 Linien. Dann habt ihr hier wieder abgeschnitten. Wieder kleben. Ja, nicht zu viel. Und dann drückt er das quasi wieder hier so aneinander. So. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was machen wir denn weiter? Ja, passt auf. Dadurch, dass das jetzt alles ein bisschen dicker geworden ist, machen wir ein bisschen was anderes. Ich habe mir gerade da ein bisschen was anderes überlegt. Das ist immer das Schöne am Bauen. Man kann so mittendrin, wenn einem eine andere Idee noch kommt, kann man noch ein paar Sachen abändern. So, wir machen das Ganze hier oben noch ein bisschen dicker, damit das hier oben drauf quasi noch ein bisschen mehr Auflagefläche zum Kleben hat. Die Matte reicht, das geht einmal rum, das ist schon mal gut. Dann gehen wir hin, wie auch bei den kleineren Teilen. Machen wir da so die ersten paar Zentimeter, so 3 bis 5, nicht so dick drauf, dann trocknet das relativ schnell. Sucht euch wieder irgendwo eine Ecke, wo ihr dann anfangt. Drückt das wieder an. Der Anfang andrücken hier, also das Stück quasi, das ist somit das Wichtigste. Der Rest, das macht sich dann quasi schon fast von selber. So. Gehen wir wieder hin, wie bei den anderen Sachen. Machen wir dann wieder so eine Linie. Und so, dass man auch sieht. Einmal so rund. Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist nicht ganz so gut geworden, wie ich es gedacht hatte. Aber das können wir dann gleich noch so ein bisschen. Na, machen wir hier. So. Hatte sich ein bisschen verschoben. Und dann an einer Seite muss es sowieso gucken, dass das dann soweit plan ist. Hier oben, das können wir dann später noch, wenn es nicht so ganz gerade geworden ist, können wir das noch ein bisschen beischleifen. Das ist dann kein Problem. Dann geht er wieder hin, macht relativ dünn Heißkleber drauf. Ein paar Zentimeter immer, je nachdem, ne? Wie ihr euch dazu traut. Wenn ihr halt noch nicht so viel damit gearbeitet habt, macht halt ein bisschen weniger. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Dauert es ein bisschen länger, aber hey, ihr habt ja Zeit. So, hoffe ich. Jetzt machen wir das ganze Ding wieder so ein bisschen schräg. Über der Kante wollen wir das auch so haben. Gehen wir wieder hin, machen noch den Rest. Immer so ein bisschen gucken, dass er hier so in die Kante noch ein bisschen was rein tut, weil da kann immer mal passieren, dass sich das schon ein bisschen wieder löst, wenn er zu früh dann weiter klebt. Wie gesagt, dann ist, wenn er dann öfter so was macht, kriegt er dann ein Gefühl für. So, dann geht er hin, drückt das dann wieder an der Stelle an. Das Ganze lassen wir dann wieder ein bisschen trocknen. Und dann können wir in der Zwischenzeit, wenn das schon mal angetrocknet ist, kann man das gleich loslassen, dass das noch komplett trocknet oder kalt wird. Kann man ja trocknen, kalt. Bei Heißkleber kann man schon fast von kalt werden sprechen. Und dann machen wir dann quasi an dem Korb weiter. So. Ja. Ich hoffe, ja, sieht gut aus. Legen wir mal so hin. Und dahinter, damit das so ein bisschen runtergedrückt wird. So, dann nehmen wir uns wieder den Korb. Haben wir ja so Schnittstücke übrig. Dann gehen wir hin. Das ist ein bisschen schief. Guckt erstmal, dass er das so halbwegs gerade schneidet. Ich mache das immer ein Augenmaß. Bin zwar auch ein bisschen schwer auf der Buckel, aber das ist ja nicht so schlimm. So, wie viel machen wir? Wir machen dann nur eine Zwischenebene rein, dass das Licht schön durchkommt. So, dann hier dahin. Ich mache das dann auf 2 Seiten. Kann dann natürlich auch dünnere Dinger nehmen. Ich nehme jetzt das grobe. Aber ich das jetzt alles so in einer, dann guckt er immer, da die Teile hier so quasi, sieht jetzt irgendwie ein bisschen aus wie ein Kreuz. Ja. Das lasst ihr dann am besten immer erstmal gut trocknen.
können wir quasi auch schon auf einer anderen Stelle schon weitermachen. Zwar könnte man schon hingehen, das Ganze dann hier machen, aber wir lassen das jetzt erstmal. So Leute, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das ganze Ding hier drum gemacht habe. Jetzt haben wir den Korb schon mal soweit fertig. Ja. Haben wir bald noch ein bisschen Heißkleber, ist auch nicht alles so ganz gerade geworden. Aber das ist jetzt bei dem Ding nicht so ganz schlimm, weil das soll ja auch ein bisschen alt und gammelig aussehen. Aber das zeige ich euch dann später, wie ich das dann noch gestalte. So, im Endeffekt geht es jetzt erstmal darum, dass das Ding hier reinpasst. Ihr seht, passt. Schon mal gut. Ja. So. Müssen wir nachher dann später noch ein bisschen was mit Silikon. Oder ihr macht halt ein, naja, könnt eine Klebeplatte oder so was rein mit Magneten. Da gibt es zum Beispiel bei diesen Touchlichtern ist auch was dabei. Aber das zeige ich euch dann später. So, passt auf. Jetzt gehen wir erstmal wieder hin. Das Teil hier oben ist jetzt trocken. Schneiden wir wieder runter. So, ein bisschen schleifen. So. Das sieht jetzt gut aus. Dann gucken wir hier oben nochmal, wie das aussieht. Da steht so ein bisschen was über. Also überall, wo so ein bisschen übersteht, einfach wegschneiden. So. Dann nochmal ein bisschen Schnörgel drüber. Dann können wir das wieder anrauen. Dann fällt nachher der Kleber auch besser drauf. So. Jetzt haben wir das schon mal ganz gut. Ja. Wieder hin. So. Macht schon mal was Kleber drauf. Da kann er ruhig ein bisschen mehr nehmen. Das soll ja auch gut halten. So. Und dann guckt er, dass er das Ding so halbwegs mittig drauf macht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, macht vorher irgendwie eine Markierung. Ich mache das jetzt einfach mal so Pi mal Augenmaß und dann drückt er das Ganze da mal drauf. So, das scheint schon ganz gut zu halten. Von den Maßen sieht das auch ungefähr mittig aus. So auf 1 mm oder 2 kommt es da nicht so auf an. So, und damit wäre das quasi schon mal mit dem Rohling soweit erstmal durch. Der Rest ist jetzt erstmal noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Und den dann vorzubereiten für die Optik, die ihr dann nachher kriegen soll. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Video. So Leute, das war jetzt erstmal Teil 1 vom Fackelbau. Den Rohling haben wir jetzt soweit fertig. Ich hoffe, das Video bisher gefällt euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann zum zweiten Teil geht, wo ich dann quasi anfange, das Ganze so ein bisschen in Optik zu bringen, bevor wir dann anfangen zu pinseln. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dann im zweiten Teil zum Fackelbau. Wäre schön, wenn ihr mich abonniert oder lasst ein Like oder einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wir sehen uns.